Wandel. Es soll an Schämen nicht mangeln. Heute Helden am Abgrund anstatt Fels in der Brandung. Sowas sieht man selten im Handel. Wir haben alle Quellen versammelt. No matter where I'm going, I will free the people. Gott hat das Jahrtausend der Schande hinter Nein, sich. es war die Menschheit, sie hat sich bläulich gesoffen. Versucht sich mit verbeulten Kartoffeln die Mäuler zu stopfen, die räudigen Trottel. Sie haben sich Tinder installiert, so wie läufige Model. Was haben sie jemals Gutes getan, hä? Zum Beispiel Bäume gegossen. Klar, selbst Obdachlose wissen, die Kirche ist jetzt kein freundliches Hostel. Und sie sagen Dinge wie, ja, er ist Gottes Sohn, aber lass ihn kreuzigen trotzdem. Und wer von Ihnen hat noch nie Leute erschossen? Also ich habe einen abgeknallt, aber die Zeugen bestochen. Piraten sind halt auch nur Händler, die ihre Beute verkloppen. Ach, Kleider machen Leute. Außer teure Klamotten. Ach, alle Engel tragen Doch, der Teufel trägt Socken. Im Gegensatz zu Gottes Sohn, der kommt aus dem heutigen Osten. Das stimmt nicht. Ich habe ihn neulich getroffen. Doch, deshalb habe ich mir Rockstars als Helden rausgesucht. Aber irgendwie haben die scheußlich gerochen. Ja, die Bravo Hits 15 bot schon erleuchtende Floskeln. Wie in der Bibel. Alle haben die Bibel, aber lesen sie auch. Gott hat sich einige Späße erlaubt, machte Menschen mit steinigen Wegen vertraut, hat so einige Feten versaut. Nur um die Preußen zu ärgern, hat der Schlesien der Bau zugegeben. Er hat ein bisschen Training gebraucht. Stimmt. Anfangs war er nur beim Plenum zu laut. Oder hat als Zahnfee verkleidet Omas die Zähne geklaut. Er schuf Bond nur wegen der Blähung im Bauch. Dann hat er Banker durch Pinguine inspiriert und ihnen so ihr peinliches Leben versaut. Echt? Das hat er gemacht? Das gibt's doch nicht. Der schizophren Veranlagte lebte sich aus. Du bist ihm begegnet als Frau, als Paketbote auch. Nur wegen ihm stehst du im Stau, dem du für ein Leben im Rausch deine Seele verkaufst. Betreibt Medienmissbrauch, die pietätlose Sau. Sehe ich genauso. Zusammengefasst, die Erde ist ein Playmobil-Haus. Doch nun haben die Menschen mal wieder seine Pläne durchschaut. Deswegen überlegt er sich auch, ob er ein zweites Mal Jesus missbraucht. Petrus, du Lauch! Ja, Herr. Gib mir mal die Handynummer von meinem Sohn! Ja, Herr.
Hello? Hello? Dad? Feldwurm am Rattenloch. Der Papagei ist gefüttert. Was soll das denn heißen, Sie Wurm? Haben Sie jetzt mitgeschnitten oder nicht? Ja, Sir. Positiv, Sir. Bitte entschuldigen Sie, Sir. Ausgezeichnet. Stellen Sie es online und kappen Sie die Leitung zwischen Jesus und Gott. Jetzt haben wir diesen Bastard endlich an den Eiern. Ja, Sir. Feldwurm hat verstanden, Sir. Den Vogel freilassen. Damm errichten. Gottverdammt. Tun Sie es einfach. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Woche ist es her, dass das Telefongespräch zwischen Jesus und seinem Vater, Gott, geleakt wurde und um die Welt ging. Der Allmächtige scheint, den bisherigen Vorstellungen der Weltreligion zum Trotz, ein ziemliches Arschloch zu sein. Seit Bekanntwerden dieser Tatsache versammeln sich aufgebrachte Menschen in großen Mengen, um Jesus aufzuspüren und ihn bezüglich seines Vaters zur Rede zu stellen. Auf Vorschlag von Moses Pelham pilgerten zunächst alle gen Sahara mit der Begründung, dass da nun mal der meiste Platz sei. Der Schlauste unter ihnen, Karl-Heinz Falkenkönig, fand per Zufall heraus, dass ein Freund seiner Freunde mit Jesus bei Facebook befreundet ist. Auf diesem Weg verbreitete sich die Nachricht, dass der scheinbar sehr heimatverbundene Jesus noch heute in einem Stall in Bethlehem wohnt. Seine Mitbewohner, eine Bergziege und 2 Alpakas zur Zwischenmiete. Auch hier sind die Mietpreise gestiegen. Da nun auch der Letzte dort angekommen zu sein scheint, schalten wir jetzt live vor Ort zu unserem manipulierten Korrespondenten für Außeneinsätze, Leonhard Lügenpresse. Guten Abend ans Aufnahmequartier. Nach meiner ersten Schätzung soll es sich um 7 Milliarden Menschenkinder handeln, Rainer. Marvin. Es scheint, als ob tatsächlich alle Mann gekommen sind. Nun ja, alle außer dir. Ich stehe nun am Rande der Menge. Mit mir die gesammelte Prominenz der Erde. Der Auftritt Jesu wird der sehnsüchtigste wartet. Noch spielen die Alpakas aus ihrem Album Weltmusik. Greatest Hits. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir ein paar wohlbekannte Stimmen besonders berühmter Bürger für Sie aus dem Zusammenhang gerissen. Look, he's a good man. Tatsächlich. I have a great relationship with Jesus. Sie kennen ihn. Nobody knows Jesus better than me. Sie haben ihn getroffen. Yeah, I got the chance to meet Jesus Christ. Jemand soll gehört haben, dass ich gesagt hätte, er mag Sie nicht besonders. He doesn't know me, never met me, doesn't know what I'm all about. He didn't go in wars, he didn't go in battles, he didn't beat this one, that one, have enemies all over the place. Richtig. Des Weiteren heißt es, der Messias spricht nicht mit Ihnen. Yeah, because I am rich. Wenn Sie den Erlöser in einem Wort beschreiben müssten. Oh well, he's a pussy. Eine letzte Frage. Stimmt es, dass Sie von Affen abstammen? It's none of your business. Verzeihung, Gebieter. Wie ich sehe, ist auch der tüchtige Geschäftsmann Herr Smalls zugegen. Oh, okay. Herr Smalls, auf ein Bord. Kommen Sie doch mal aus dem Wagen. Erzählen Sie mal, was haben Sie bisher verkauft? Zum Beispiel eine 250.000 Sturmgewehre, E-36, 4 Tankflugzeuge, 50 landgestützte atomare Mittelstreckenraketen. Wir hatten 67 Leopardpanzer, 680 Radpanzer, 800.000 Fixwaffen, 3.000 schwere Waffen, Patrouillenboote, 67 übrigens auch nukleare Art. Ich sage das, damit man mal ein bisschen die Relationen kennt. Angela Merte, Herr Merte, werden Sie sagen, dass Herrn Smalls Geschäfte ein gewisses Risiko in sich tragen? Ich sag mal, es brechen auch nicht von jetzt auf gleich Kriege aus. Ben ta baştan dünya yaratılırken söylemiştim.
Bu Allah üçkağıtçının teki. İnanmayın. Şeytan değil ben demiştim. Kurmayın bu camileri. Kılmayın şu namazları. Nafile? Tabi zamanında biz de yaptık. Kandırıldık. Allah'ın oğlu dedik, inandık. Ama herkesin günahı boynuna. Bana mı sordunuz taparken Lilith'in keçileri? Ja. Meine Damen und Herren, liebe Gamer, wie mir soeben eine anonyme Quelle, es war Smalls, berichtete, wird Jesus nun das Wort an die Menschheit richten. Eine Drohne, der neueste Schrei, wird in Echtzeit die Menschenmassen überfliegen und Impressionen für dich, Marvin, Rainer Marvin, bereitstellen. Mein Name ist Lügenpresse, Leonard Lügenpresse. Wir sind unbewaffnet? Das hat doch überhaupt niemand gefragt. Du bist nur kein gottesgläubiger Mensch. Wir wollen nur reden. Zeig uns den Weg. Jesus Christ is back. The greatest event in the history of mankind is presented to you by Smalls Industries. Gönnen auch Sie sich eine Waffe. So what you want from me is show you the way without having to pray. Down on your knees, but in the third row I see hammers and nails. Don't you dare to betray me, for the time has come. I won't take the blame for his faults again. He doesn't talk to me, now he shall talk to your way is to die through my hands, so I'll kill you. Really? All of us? Rette mich, Jesus! Und so stiegen die Menschen gen Firmament empor, gewillt an der Himmelspforte anzuklopfen und Gott, den Allmächtigen, zur Rede zu stellen. Der Weinake den Glauben prüft beim jüngsten Gericht. Macht Bunker verwundert das dümmste Gesicht. Fluchtgedanke, kann es Grenze zum Kapuzenmache. Kugelhagel, du schreib bricht auf, eine Jubelar. Märtyrerzeit und der Herrführer schreit. Er schießt Liebes ist Liebes, auch er sich verneigt. Malaika spalten, archaisch gestalten. Die Axt ist endgültig verrat, wird am Lenk. Wer an Engel nicht glaubt, der ist weit abgehört. Während einfaches Volk in die Vorhalle stürmt. Schweigekristall, brennt die Pforte auf zur Gottesschallzentrale. Gewaltspirale, schießt auf Job wie ein Halbfinale. Pinsel viele Angsthasen, Regelpiece für Anfassen. Bindeglied, Tatwaffen, Himmelskrieg, Abschlag. Schöpfer legt Hand an die Frevler zu foltern. Doch jeder begeht man den Fehler mit Folge. Im Rücken des Schöpfers der Kleriker ausholt und Gottes vernichtet die Predigersprache. Wenn sich elende Wesen die Probleme ergeben, zählt Gottes zentral ein System aus Planeten. Grundschutzbrigaden, Geheimgang, Aufschnittstiraden. Beweis, dass er vorsteckt. Schleicher und Meisterdiebe, einfache Alpha-Tiere finden nebenan insgeheim eine Zeitmaschine. Wenn Nietzsche das erleben dürfte. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Himmel ist erobert. Gott ist tot. Ach. Unsere siegreichen Helden fanden eine Zeitmaschine. Unglaublich. Wir schalten jetzt live, exklusiv und in HD ins Paradies
wo das Oberbefehlshaupt unserer siegreichen Armee paradiesischer Eroberer auf Lebenszeit, Bezwinger aller Engel des Himmels und des Schöpfers der Erde, Herr aller Tiere der Welt und besonders aller Fische, General Versagen, das Wort an die Menschheit richtet. Bürger dieser Erde, die Freiheit hat gesiegt! Gott ist tot! Es lebe die heilige, barmherzige Demokratie! Unser Mitgefühl ist heute selbstverständlich bei den Familien derer, die für die Verteidigung unserer Werte starben. Natürlich. Sie werden als Helden in die Geschichtsbücher eingehen. Wer es glaubt. Doch jetzt, wo wir eine Zeitmaschine haben, haben wir da nicht die Verantwortung, ja wenn nicht gar die Pflicht, all diejenigen vor Gottes Zorn zu schützen, die seinem erbärmlichen Terror zum Opfer gefallen sind? Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Monarchie! Nichts hat den demokratischen Fortschritt so sehr aufgehalten wie das düstere, zurückgerichtete Mittelalter. Doch das werden wir hier ändern. Wir haben ein Team aus den fähigsten, klügsten und auch noch brillantesten Köpfen zusammengestellt, das ins 6. Jahrhundert zurückreisen wird, um die Geschichte im Namen von Humanismus, Demokratie und Menschenrechten neu zu schreiben. Come over to McKing. We have Big Macs, we have Quarter Pounders with cheese, we have everything that I like that you like. Zentrale hier! Schmidt, sofort kommen! Feldwurm an Silberrücken, Gorilla. Ja, hier ist die Zentrale. Wir haben beschlossen, die Zeitmaschine zu nutzen und das verdammte Mittelalter aus den Geschichtsbüchern zu radieren. Negativ, Sir. Feldwurm versteht nicht, Sir. Belanglos! Seien Sie still, hören Sie zu! Wir werden die Maschine nutzen, um Gott 1000 Jahre früher zu zerschmettern. Ihre Aufgabe ist es, ein Zeitreiseteam zusammenzustellen. Oh, Sir, da kenne ich 12 Affen, Sir. Gott verdammt nochmal! Hören Sie endlich auf mit Ihrem Tierscheiß! Nein, Sir, das sind die Besten, die wir haben. Wenn Sie das Team beisammen haben, reisen Sie verdammt nochmal unter der Führung von Morty McFly ins 6. Jahrhundert. Doch Obacht, Gottes Anhängerschaft ist dort noch groß. Doch einer wird uns helfen. Sein Name ist Hee-Bob. Niemand ist so wütend auf Gott wie er. Bringen Sie ihm die Botschaft! Hee-Bob, Botschaft verstanden, Sir. Zusammen mit Morty McFly und 12 kriegserfahrenen Affen reist Sergeant Schmidt. Komm, du dummer Affe, komm. Reist Sergeant Schmidt Affe. Komm. Reist Sergeant Schmidt als... Genug! Affe, komm. Reist Sergeant Schmidt also... Komm, du dummer Affe. Gott, Affe. Komm. Reist Komm. Sergeant Schmidt also zurück ins 6. Jahrhundert, um Hee-Bob aufzuspüren. Mit seiner Hilfe Gott ein zweites Mal zu töten und so die Planeten unter Gleichgesinnten aufzuteilen. Dieser Meinung waren alle. Und so sollte sich die Geschichte, wie wir sie glauben zu kennen, identisch, doch different entwickeln. Aber das ist eine andere Geschichte und soll in anderen Episoden erzählt werden. Letztendlich konnten sie Hee-Bob überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Eine Wette? Das Schwein will spielen. Dann lass uns spielen. Ich setze 100. Heilig,
Gott gegen Hip-Hop. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Ganz ohne Handchecks und große Verneigung, Gelaber und Fairplay sind Modeerscheinung. Lebensstil, haben das Schwert wie ein Besen hinein in den Feind, der bricht ein, so wie Playmobil. So ward der Garten Eden entweiht, der Äther befreit. Moroni, der Leben verleiht, liegt benebelt mit dem quälenden Säbel im Leib. Der Erzengel Gabriel, mit der Machete zerteilt, verwesend im Teich. Der sich kurz vor seinem Tod wünscht, dass ein Malteser erscheint. Gegengewalt. Ha! Hilft nichts, die belebte Manege ist frei. Letztendlich ist es ein Schild, welches auf das Verbot zum Betreten verweist, das Hip-Hop wie alte Tapete abreißt und damit Gottes schäbigen Schädel entzweit. Opfer-Täter-Ausgleich. Es ist nicht lang her, der hat dann auch ergeben beim Beten geweint. Doch was Gott mit ihm spielte, war ein verwegener Streich. Ließ ihn in Angst leben wie das Bankwesen. Doch zusammen mit 12 Affen, die keine Fehler verzeihen, haben sie es mit Wucht, wie man ihn kennt, nur von einem Kometenaufprall jedem gezeigt. Wie Saul Goodman der Lektionen am Tresen erteilt. Einst hat der Heilige einige Meere geteilt. Heute meißelt der neue Gebote, doch Morty McFly zerfräste den Stein. Gott hat Jahrtausende lang Placebos verteilt. Okay, den Himmel zu erobern war eine schwere Geburt wie bei einem Hebammenstreik. Doch jetzt muss er ansehen, wie die Menschheit seine Pamphlete zerreißt. Gott ist tot, die Menschheit boten seinem Machtstreben ein Halt. Ja, wir wechseln in die Gegenwart, weil... hat sich ergeben wie ein Verein. Den Grund entnehmen wir gleich. Von nun an hat sich die Menschheit auf all die Planeten verteilt. Die sich verstehen, vereint. In der Hoffnung, man umgehe den ewigen Streit im erlesenen Kreis. So hat jeder seinen eigenen Lebensbereich. Diese Erkenntnis ist zu gegebener Zeit wie ein guter Käse gereift. Willkommen, willkommen im ewigen Reich, wo keins der erklärenden Schemata greift. Von nun an wird statt dem Mercedes geheizt mit Raketen verreist. Treten Sie ein, hier, wo Familie Schnapper Waffen auf Transportwegen vertreibt. Also, dass der Leser begreift. Egal, auch wenn das manch einem wie Kosmetik erscheint. Menschen werden nicht länger in Käfigen alt. Das Nachtleben war geil. Unfug, damit es nicht nur eine Redensart bleibt, hier kommt er. Paretos Beweis. Es ist verregnet und kalt. Von nun an führt Olaf 15 wie ehemals Hänsel und Gretel im Wald durch die Themenvielfalt. Tritt Fußstapfen, eintreten huhnartige Wesen in Käfergestalt. Er ist naiv, man könnte meinen, er ist ein Mega verpeilt. Wie unser Nachrichtensprecher, Opfer von Mediengewalt. Hör auf zu moralisieren, das klang eben nach Keil. Während der Clown King mit Trompetengeleit seine Ehre erweist, kann es vorkommen, dass sich George W. Brandt und Fidel Obama im Anwesen bei Brandreden mit dem Schwanzwehnel die Hand geben, wie Handweben das Land regeln, denn sie vertreten derweil die Strukturanpassungsprogramme im universitären Bereich. Jetzt weiß ich, warum die Straße Stresemann heißt. Potter Stibbons frisst Pasteten aus Fleisch. Ich kauf am Langnese-Stand Eis. Ich kann's kaum glauben, der analphabetische Thesemann schreibt. Nelson Mandela war weiß. I like this. Buddha.
Hallo? Hallo? Wo zur Hölle bin ich hier? Petrus! Petrus! Wenn du das gewesen bist! Was willst du denn? War das hier Petrus' Idee? Den mach ich fertig. Nein, Sire. Ich bin die Begleitung auf eurem Weg über See. Das ist doch Unsinn! Das war doch Petrus, der Scheißer! Der wird gevierteilt tot. Das geht nicht, oh Sire. Erinnert, ihr seid tot. Wer? Ich? Du bist doch der Tod! Du Bleichgeier! Zieh Leine! Ich vierteile morgen! Nein, Sire. Ich meine, ihr seid gestorben. Red kein Unsinn, Mann! Kein Mensch erlischt mein Lebenslicht! Du Riesenarsch! Er ist aus meinem Fleisch erschaffen! Es scheint, ihr irrt euch wesentlich. Aus diesem Schlaf gibt's leider kein Erwachen. Du Schwachkopf! Der Mensch ist meine Kreation! Aus Kargheit schuf ich Handelung! Es steht im Reimelexikon. In Wahrheit war es andersrum.